Der wohl berühmteste Spion der Welt ist vergangenes Jahr 60 Jahre alt geworden, denkt aber dank regelmäßigen Neubesetzungen immer noch nicht an die Rente. Zum Geburtstag bietet Uhrensponsor Omega den 007-Fans ein Sondermodell der Seamaster mit mechanisch animierten James Bond auf der Rückseite und dem automatischen Koaxial Manufakturkaliber 8806 an. Das Schauspiel auf der Rückseite funktioniert dabei rein mechanisch und unter Verwendung des sogenannten Moiré-Effekts. Unter dem Deckel der schönen Box mit blauem Wellenmuster und Klavierlack-Finish finden wir neben der Seamaster 300M auch den ein oder anderen Hinweis auf die Kooperation mit James Bond. Auf der Uhr selbst ist der Bezug zur Filmreihe nicht gleich ersichtlich. Das Zifferblatt trägt wie die Box das bekannte, aber kleiner skalierte Wellenmuster der Seamaster-Reihe und ist wie die Lünette in Blau gehalten. Auch unter dem Makroobjektiv oder der Lupe gibt es bei der Verarbeitung aber auch wirklich gar nichts zu meckern. Hier ist alles exakt gefasst, poliert und montiert. Genau so eben, wie man es von einer Luxusuhr erwartet. Im Sinne der Ablesbarkeit ist die 60er-Skalierung der Lünette genau wie die Stundenmarker auf dem Zifferblatt in weiß gehalten. Letztere sind aufgesetzt und tragen in ihrer metallischen Fassung Superluminova, welches ihnen wie den Zeigern zum Leuchten im Dunkeln verhilft. Wie wir es von den aktuellen Kollektionsmodellen der Seamaster kennen, leuchten auch die Markierungen auf der Lünette nach. Für ein schnelles Erfassen beim Einsatz als Taucheruhr leuchtet der Minutenzeiger und die 60 der Drehlünette in grün statt in blau nach. Auch beim Gehäusedesign überrascht uns Omega beim Bond-Sondermodell erstmal nicht. Der Durchmesser liegt bei 42 mm und die abgeschrägten Bandhörner mit 20 mm Anstoßbreite sowie der Kronenschutz mit Schraubkrone und das Heliumventil auf der 10 Uhr Position sind wie gehabt. Die wirklich große Besonderheit der gefälligen Seamaster Farbvariante ist auf der Rückseite zu sehen, wo sich in Endlosschleife das weltberühmte Intro der Bond-Filme abspielt, bei dem man den Spion durch den Pistolenlauf sieht. Möglich gemacht wird der Effekt durch den sogenannten Moiré-Effekt, bei dem durch Verdrehung von Linienmustern der Eindruck einer Bewegung entsteht. Dafür wurde die Achse des zentralen Sekundenzeigers durch das Werk hindurch nach hinten verlängert und treibt dort zusätzlich eine mit entsprechenden Linien bedruckte Scheibe an. Durch Überlagerung mit dem auf Saphirglas aufgedruckte Muster spielt sich für den Betrachter dadurch das 007-Intro ab. Der zertifizierte Master-Chronometer wird dabei vom Omega Manufakturkaliber 8806 mit der ungewöhnlichen Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde, also 3,5 Hertz, angetrieben und erreicht eine Gangreserve von 55 Stunden. Die Koaxialhemmung mit Siliziumunruh und Spiralfeder ist dabei wie der Rest des Uhrwerks bis zu 15.000 Gauss magnetfeldresistent. Im Gegensatz zur Standard-Seamaster verzichtet Omega bei dieser Sonderedition auf die Datumsanzeige, die ansonsten auf der 6 Uhr Position zu finden ist. Die Wahl des anderen Werks bzw. auch die Modifikation mit Moiré-Effekt hat außerdem wohl einen Effekt auf die Höhe der 60 Jahre Bond Seamaster, die in etwa 0,7 mm höher als ihr Kollektionspendant ist. Das gewölbte Saphir-Boxglas wird von der einseitig drehbaren Taucherlünette umrahmt, die eine Einlage aus Aluminium trägt. Um die Tauchzeit zu messen, wird der Nullpunkt bei der 60 auf die aktuelle Position des Minutenzeigers gestellt. So kann man ganz einfach und jederzeit die bereits vergangene Zeit ablesen. Damit die Seamaster beim Tauchen kein Wasser schluckt, ist die Krone mit Omega-Logo natürlich verschraubbar und wird durch die Auswölbung auf der rechten Gehäuseseite vor Stößen geschützt. Die komplexe Gehäuseform ist dabei mit abwechselnd polierten und gebürsteten Flächen versehen. Spätestens am Heliumventil auf der 10 Uhr Position merken wir, dass auch dieses Seamaster bei aller Schönheit und Spielerei ein professionelles Tauchinstrument sein möchte. Die Zielgruppe an Berufstauchern, die dieses Feature benötigen, ist aber wohl nur ein kleiner Teil der Kundschaft. In der Redaktion hat die Wahl des relativ neuen Omega-Armbands im Milanese-Stil für geteilte Meinungen gesorgt. Während die einen sich ein Kautschuk- oder Gliederarmband gewünscht hätten, finde ich das tadellos verarbeitete Maschenband eine coole Wahl für die blaue Seamaster. Das einzige Manko dieser Art von Schließe und vor allem mit dem Band aus geflochtenem Edelstahl, was eben nicht nachgibt wie ein Lederband, ist, dass beides auf der Unterseite des Handgelenks etwas hoch aufbaut.
Da es jedoch sehr flexibel ist, trägt es sich dennoch überraschend bequem. Die Omega Seamaster Diver 300M James Bond 60th Anniversary, wie sie komplett heißt, gibt es offiziell nur in den Omega-Boutiquen zu kaufen und ihre scheinbar hoch angesetzte unverbindliche Preisempfehlung von 8.900 € wird auf den bekannten Online-Plattformen bereits um Tausende Euro überboten. Auch bei der Sonderedition der Speedmaster zum 50-jährigen Silver Snoopy Award hat Omega den verlängerten Sekundenzeigertrieb als Grundlage für eine Animation benutzt. Mehr lest ihr unter dem Link in der Beschreibung. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.